1:0 gewonnen gegen Sevilla oder bei Sevilla. Ja, entspanntes Spiel, entspannter Sieg bei schönem Wetter. Ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Wir reden noch mal über Valverde, über Xavi Alonso und über Mourinho und ganz kurz über Perez. Ja, willkommen zurück, Hala Madrid. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, gestern ja, ich habe das Spiel, ich will nicht sagen nebenbei gesehen, also schon richtig gesehen, aber einfach, ja, man sitzt dann dort und, hat nicht mehr so viel ja, wenn es um nichts mehr geht, ist es einfach so ein bisschen dann kann man nur hoffen, dass die Spiele, ja, wenigstens gut beendet werden und ja, zum Spielerischen, was soll ich sagen? Ja, im Endeffekt waren wir nie gefährdet. Es war wirklich ein entspannter Sieg. Der Beste war wirklich wieder, sage ich mal, ja, Vini Junior könnte man betonen. Und er hat das ganz gut gemacht, hat aber natürlich wieder bei den, Tor wieder ein bisschen die Fans angestichelt. Ich weiß nicht, ob das immer sein muss. Mal muss man es auch mal das ist dann immer so, ich meine, wenn man nichts gewinnt, wenn man die ganze Saison, nichts gewonnen hat, dann frage ich mich immer, ob das wirklich, sage ich mal, so sein soll, ob man denn so 'ne Show machen muss. Es war jetzt zwar bisschen so kleine Show, aber man sollte das oder man könnte das auch wirklich sein lassen, weil wir haben nichts gewonnen und ja, das war jetzt so 'n bisschen Mbappé, ich kann eigentlich zu anderen Spielern es ich will da ja auch nichts mehr groß raussuchen. Es war jetzt nicht, sage ich mal, Spektakuläres im Endeffekt. Es war einfach nur ein Sieg, den wir einfach ohne Probleme rausgespielt haben. Ja, das könnte man so betiteln. Ja, dementsprechend kommen wir ganz kurz zu Perez. Also, das läuft hinten die Wahl und so weiter. Und er hat natürlich wer macht's glauben, gute Chance natürlich, Präsident zu bleiben. Ja, wer hätte es anderes erwartet? Ich glaube auch nicht, dass er ansatzweise gefährdet ist. Also, die Präsidentschaftswahlen laufen, aber ich glaube auch einfach, dass Perez Präsident bleibt. Das ist doch ganz logisch, ja. Auch wenn der junge Herr da oder wer auch immer da noch gegen ihn antritt. Wir brauchen da, glaube ich, gar nicht, groß drüber zu philosophieren. Ja, gestern, war Valverde nicht mit dabei, obwohl er eigentlich, habe ich gehört, jedenfalls aus den Quellen, die ich gehört habe, eigentlich schon fit sein sollte. Da ist natürlich die Frage kommt auf, bleibt Valverde wirklich bei Real Madrid oder geht er? Weil von Tchouaméni redet gar keiner, er spielt auch und so weiter und so fort. Dann kann das ja sein, dass, da eine größere Sache dran ist, dass Valverde sich das wohl richtig schön versaut hat bei uns. Aber lassen wir es einfach mal so stehen, gucken wir erstmal letzter Spieltag, ob er dabei ist oder nicht. Wenn er am letzten Spieltag jetzt, nicht spielt, dann ja, da kann man schon viel dran sehen und da werden so einige, sage ich mal, verabschiedet, aber, unser Trainer auf jeden Fall und das wird dann auch Zeit, ehrlich gesagt. Ja, ich danke Ihnen jetzt trotzdem schon mal, aber ja, wir wollen nicht abschweifen. Auf jeden Fall ja, Valverde ist es sehr, sehr schade. Sorry, ich muss es immer wieder erwähnen, weil ich wollte mir ein Trikot kaufen, dies und jenes. Jetzt müssen wir meine Güte, meine Stimme geht ja weg hier. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie viel ist da wirklich dran und was passiert am Ende des Tages. Und ja, wenn der natürlich so doof ist und das so wie das abgelaufen ist, das wirklich so gemacht hat, diese Entschuldigung von Tchouaméni, Valverde, bla bla bla, das ist alles Kinderkacke, da brauchen wir gar nicht so philosophieren drüber. Das hat Papa, Perez gesagt, das müsst ihr so machen. Es ist ja genug schon, dass er wird aufräumen trotzdem Perez, hoffe ich, aber er wird wahrscheinlich nicht richtig aufräumen, so wie viele Fans das erhoffen, so wie ihr das erhofft, so wie ich das vielleicht erhoffe. Das wird nicht passieren. So, dann gibt's Alonso, Thema Alonso, er wird zu Chelsea gehen und da hat sich ja wohl jeder viele haben gehofft, dass er nach Liverpool geht. Ich auch. Jetzt geht er nach Chelsea. Okay. Das Thema ist dann natürlich durch, dass er zu uns zurückkommt. Ich weiß auch nicht, wer das in 'n Raum gesetzt hat und das wäre ja wohl der Super-GAU gewesen. Erst feuern nach so kurzer Zeit, dann, Arbeloa rein und dann auf einmal wieder Alonso. Also, wer da dran geglaubt hat, der glaubt auch noch an keine Ahnung an was, an den Weihnachtsmann, weil da habe ich nicht ansatzweise drüber nachgedacht, dass Alonso wiederkommen könnte.
das habe ich ja nie angesprochen in meinen Videos. Das habe ich immer so laufen lassen. Habe ich gedacht: „Soll ich diesen Quatsch, also, um irgendein Thema rauszuholen, soll ich das jetzt auch noch machen?“ Nein. Er ist jetzt bei Chelsea. Das ist schon, wie gesagt, ich hätte gedacht, er geht nach Liverpool. Ich verstehe nicht, warum er nach Chelsea geht. I don't know. Vielleicht gab es auch gar kein Interesse von Liverpool, aber na ja. Und, ja, was soll ich da eigentlich noch was soll ich da noch zu sagen? Ja, also, er geht nach Chelsea. Ich bin eigentlich sprachlos, weil das hätte ich keiner gedacht. Aber dass er zu uns zurückkommt, ich meine, dass er irgendwann vielleicht zu uns zurückkommt, ja, aber doch nicht jetzt. Also, wer da wirklich dran gedacht hat, na ja. So, und dann noch mal was zu Mourinho. Das Bild passt. Ja, ich lese immer jeden Tag, die Gerüchte werden heißer, es wird heißer, es wird heißer, es wird heißer. Ja, es ist heiß. Er wird wohl kommen, ne? Der Maestro ist zurück wahrscheinlich. Ja, the special one. Aber wir haben ja auch gesehen, dass viele gehofft haben oder gedacht haben oder gesprochen haben, ja, Alonso geht zu Liverpool. Nein, er geht zu Chelsea. Also, man weiß es nicht. Vielleicht ist doch auf einmal Zidane am Start. Wer weiß das alles? Und, nein, aber ich habe das so Gefühl, wenn alle reden über Mourinho, über Klopp redet gar keiner mehr. Ich würde es sehr, sehr schade finden. Ich hätte Klopp gern gesehen bei uns und ich denke auch, dass er das hinbekommen hätte. Äh, aber ich weiß nicht. Ja, the special one ist the special one und mit denen kannst du nicht rumalbern in der Kabine. Da sitzt dann mal ein Trainer, vielleicht denkt Perez jetzt so, aber es könnte auch nach hinten losgehen, weil wir wissen alle, und das habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen und das ist ja auch so, Mourinho spielt nicht mehr so wie früher. Er ist auch nicht mehr so wie früher. The Special One ist, den Titel behält er und er ist es auch im Endeffekt. Aber, ja, ich ich weiß nicht, schon bei Fenerbahce war das große Problem. Ich habe einen Freund, einen guten Freund, 'n besten, der im Endeffekt sagt, der ist immer Mourinho-Fan gewesen und der ist auch natürlich, weil er Türke ist er Fenerbahce-Fan. Und, er war ab dann nicht mehr mit Mourinho zufrieden, weil es ist nicht mehr so der Mourinho von früher. So, und dann kommt das Problem auf, wenn er zu uns kommt. Wie wird das bei uns? Schwierig, schwierig, ja. Den hatte ich noch mal was ganz kurz, zu Real Madrid, da das, Gespr also dieses Real plant ich habe das hier mal aufgeschrieben für mich, Real plant offenbar defensiv sich zu verstärken. Das wurde durchgegeben. Ach was. Real plant sich defensiv zu verstärken. Wow. Also, wenn Real sich nicht planen sollte, sich defensiv zu verstärken, dann weiß ich auch nicht. Ja, das ist 'n ganz großer Punkt. Real muss sich defensiv verstärken. Was ist das für 'n Gespräch? Was ist das für 'n, ne? Ich habe mir das, dass ich das nicht vergesse, hier mal kurz, ne? Alter Schwede. Also, wenn da sich hinten nicht verstärkt wird, dann hat man verloren. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja, das wollte ich noch mal ganz kurz einwerfen, den Quatsch. Natürlich muss sich Real Madrid hinten verstärken. Ist auch ganz logisch. So, und nicht nur da, sondern, ne, also in vielen, außer im Mittelfeld. Ich bin ja froh, dass das Thema, 'n Rodri und erst mal von Tisch und vielleicht ist da auch nie was dran gewesen. Ich bin gespannt, wenn Perez zum Präsident gekürt wird wieder, dann, wird er ja auch, wenn die Saison zu Ende ist, Revue passieren lassen und dann, es wird spannend. Ganz ehrlich, ich mache ja, wenn die Transfermarkt sich öffnet. Ich hoffe, es passiert so einiges und, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn es einen guten Spieler gibt, einen der besten Spieler, dann hole ich ihn. Das war ja immer so Perez' Spruch und das ist ja auch so. Er kündigt das ja eigentlich immer an. Ich bin wirklich gespannt. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet und folgt mir, hypt dieses Video, macht den Daumen nach oben. Hoffe, dass ihr immer hier bleibt oder die Leute, die noch nicht hier sind, auf jeden Fall abonnieren, weil wir gehen steil auf die 4.000 in dieser kurzen Zeit. Das freut mich und ja, haut in die Kommentare, schreibt eure Meinung und dann würde ich sagen, Hala Madrid, bis zum nächsten Mal.